Immer mehr Freizeitparks öffnen ihre Tore mittlerweile auch in der kalten Jahreszeit. Ein Park, der schon früh damit angefangen hat, ist das Phantasialand. Seit 2002 verwandelt sich der Park im Winter in ein traumhaftes Lichtermeer. Und jedes Jahr kommen neue Highlights hinzu, sei es bei den Attraktionen, den Shows, dem Essen oder bei der Dekoration. Das Phantasialand ist bekanntlich ein sehr detailgetreuer Park und manche Details gibt es nur während des Wintertraums zu entdecken. 7 davon stelle ich euch in diesem Detail-Countdown vor. Und damit herzlich willkommen zu Theme Park Details and Stories. Wenn du magst, was du hier siehst, abonniere doch gerne den Kanal. Lasse ein Like oder einen Kommentar hier. Nummer 7. Auf dem Kaiserplatz in der Themenwelt Berlin wird der Wintertraum am intensivsten zelebriert. Mit der Schlittschuhbahn, den verschiedenen Foodständen und alles in Kombination mit der wunderschön abgestimmten Deko kommt hier richtige Winterstimmung auf. Bei so vielem, was es hier zu sehen gibt, laufen viele Gäste an einer Sache nur vorbei, ohne sie zu realisieren. Denn auch das verrückte Hotel Tartüff feiert auf seine ganz eigene Art Weihnachten, mit einem umgedrehten Weihnachtsbaum vor dem Eingang. Nummer 6. Bei all der Deko im ganzen Park gibt es eine Sache, die oftmals nur unterbewusst wahrgenommen wird, zum Wintertraum aber definitiv dazugehört. Denn im Park liegt an einigen Stellen Schnee. Und zwar echter Schnee. Dieser wird jeden Tag aufgefrischt, sodass es immer so aussieht, als hätte es geschneit und im Park wäre gerade der Schnee geräumt worden. Nummer 5. Auch kulinarisch ist der Wintertraum im Phantasialand immer etwas Besonderes. An den verschiedenen Ständen gibt es alles, was das Winterherz begehrt. Doch die bestehenden Restaurants und Cafés wechseln ihr Angebot auch zur kalten Jahreszeit. So gibt es in Törtchen und Co. beispielsweise extra Wintertörtchen. Nummer 4. Jede Themenwelt erhält immer ihre ganz eigene Winterdekoration.
Was sich aber durch alle Bereiche durchzieht, sind die übergroßen Weihnachtskugeln. Auf ihnen abgebildet ist immer der Drache, der zur jeweiligen Themenwelt passt. Nummer 3. Und noch etwas zu den Deko-Elementen, die im Park in den Themenwelten eingesetzt werden. Besonders individuell ist die Deko, die in Rockburg zum Einsatz kommt. Denn zu einer Steampunk-Welt passt keine herkömmliche Winterdekoration. Daher ist diese Themenwelt komplett mit metallischen Elementen dekoriert, wie Glöckchen oder Blechdosen. Nummer 2. Taron ist nach wie vor ein absolutes Achterbahn-Highlight. Und während des Wintertraum hat man die Möglichkeit, die Bahn auf eine ganz besondere Art und Weise zu erleben. Denn bei Einbruch der Dunkelheit werden die Nebelmaschinen angeworfen und schaffen zusammen mit der Beleuchtung eine unglaubliche Atmosphäre in Klugheim. Da sich durch die Kälte im Winter der Nebel in der Regel schön unten in der Strecke hält, taucht der Zug immer wieder in den Nebel ein und wieder auf. Falls ihr noch nie Taron im Winter bei Nacht gefahren seid, solltet ihr das unbedingt einmal nachholen. Kleiner Tipp, zieht euch dafür aber warm an. Nummer 1. Jeder Wintertraumabend endet mit einem großen Finale auf dem Kaiserplatz. Magic Symphony ist eine Mischung aus Musik, Licht, Spezialeffekten und Feuerwerk.
Ein wirklich beeindruckendes Ereignis, was man bei seinem Besuch auf keinen Fall verpassen sollte. Feuerwerk in einer Show zu verwenden ist zwar beeindruckend, aber es funktioniert leider nicht bei jedem Wetter. Bei zu viel Wind besteht beispielsweise ein Sicherheitsrisiko. Doch auch in so einem Fall müssen die Gäste nicht auf einen beeindruckenden Showabschluss verzichten. Denn es gibt auch eine komplett eigene Show, die komplett ohne Feuerwerk funktioniert. Dafür kommen alle Licht- und Nebeleffekte zum Einsatz, sodass auch an windigen Abenden der Wintertraum einen gebührenden Abschluss erhält. Man muss aber trotzdem sagen, mit Feuerwerk ist der Wintertraumabend am schönsten. Das waren 7 Details aus dem Phantasialand, welche man nur während des Wintertraum entdecken kann. Es gibt aber noch so viel mehr. Das Phantasialand ist grundsätzlich zu jeder Zeit einen Besuch wert. Doch gerade im Winter hat der Park ein ganz besonderes Flair. Genießt den Winter und achtet bei eurem nächsten Besuch mal auf die vielen kleinen Details und Gimmicks. In diesem Sinne, bis bald und haltet die Augen offen.